SRAM macht Druck am Schaltungsmarkt und lässt seine Transmission-Technologie erstmals auf günstige Schaltungen mit Seilzug durchsickern. Welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, wie sich die neue SRAM Eagle 90 Transmission-Schaltung fährt, was sie wiegt und ob sich ein Upgrade lohnt, verraten wir euch in dem Video. SRAM hat mit seiner Transmission-Technologie die technische Entwicklung von Mountainbike-Schaltungen zuletzt maßgeblich geprägt. Der Clou bei der Sache: die Amis kürzen das Schaltauge aus dem Verbund vom Mountainbike heraus und montieren das Schaltwerk direkt an den Rahmen. Und damit beseitigen sie einige der größten Problemzonen, die so herkömmliche Kettenschaltungen bisher hatten. Konkret bedeutet es, dass Transmission-Schaltungen robuster sind, sich leichter am Rahmen montieren lassen und im Laufe ihres Lebens nicht nachjustiert werden müssen. Bisher war die Transmission-Technologie allerdings nur an teuren elektronischen Funkschaltungen verfügbar. Mit der neuen Bowdenzugschaltung kommt die Transmission-Technologie erstmals in preislich attraktive Bereiche. Die Komplettgruppe der SRAM Eagle 90 Transmission-Schaltung gibt es für ein UVP von 720 €. Dafür bekommt man dann die Kurbel, die Kette, die Kassette, das Schaltwerk und den Schalthebel. Allerdings ist es der UVP und die Erfahrung hat gezeigt, dass kurz nach der Präsentation die Preise online deutlich niedriger sind. Zur Orientierung: die SRAM Eagle GX AXS Transmission Schaltung hat bei ihrer Markteinführung ca. 1300 € gekostet und ist jetzt aktuell für 800 bis 900 € online erhältlich. Auch wenn der Preis das primäre Argument für den Bowdenzug ist, darf man nicht vergessen, dass es auch 2025 immer noch jede Menge Biker gibt, für die ein elektronisches Bauteil am Mountainbike ein No-Go ist. Denn die elektronischen Bauteile sind deutlich komplexer als mechanische Bauteile und die Akkus zur Stromversorgung wollen regelmäßig nachgeladen werden. So ein klassischer Bowdenzug verkörpert da ein bisschen mehr das Gefühl der Unabhängigkeit, das beim Mountainbiken ja schon auch wichtig ist. Die Grundlage dafür, dass Transmission-Schaltungen ohne Einstellung funktionieren, liefert der UDH-Standard, den SRAM in den letzten Jahren etabliert hat an modernen Mountainbikes. Der definiert nämlich einheitlich die Position vom Schaltwerk zur Kassette. Und das macht es möglich, dass SRAM das Schaltwerk erstmals direkt an den Rahmen ohne das Zwischenstück des Schaltauges montiert. So entfällt die Einstellung des unteren und des oberen Anschlags, das war ja bisher immer ein bisschen popelige Arbeit, und auch der Abstand vom Schaltwerk zur Kassette ist ab Werk perfekt getroffen. Und wenn man sich das so überlegt, dann fragt man sich natürlich, warum eigentlich noch niemand früher auf die Idee gekommen ist, das Schaltauge rauszukürzen. Zum einen war es natürlich ein Kraftakt, diesen einheitlichen Standard bei so vielen unterschiedlichen Mountainbike-Herstellern zu etablieren. Zum anderen war das Schaltauge auch über Jahrzehnte eine gewollte Sollbruchstelle. Wenn man sich nämlich einen Ast beim Mountainbiken eingefahren hat, dann ist oft das Schaltauge verbogen oder abgerissen und der Rahmen und das Schaltwerk blieben unbeschädigt. Soweit zumindest die Theorie. Und viele hatten bei der Markteinführung der neuen Transmission-Antriebe jetzt Bedenken, dass beim eingefahrenen Ast oder Stein das Schaltwerk oder sogar der Rahmen einen Schaden nehmen könnte, wenn es das Schaltauge nicht mehr gibt. In der Praxis hat sich das aber nicht bewahrheitet. Wir haben im letzten Jahr seit der Präsentation der Transmission-Antriebe wirklich viele Mountainbikes und E-Mountainbikes mit diesen neuen Antrieben gefahren und auch ins raue Gelände entführt. Und dabei war kein einziges Mal der Fall, dass das Schaltwerk oder ein Rahmen einen Schaden genommen hätte. Die Wahrscheinlichkeit ist bei der robusten Bauweise des Schaltwerks viel höher, dass der Ast einfach abbricht. Ist es nicht der Fall, hat man auch die Möglichkeit, das Schaltwerk kleinteilig zu reparieren. Die äußere Platte des Parallelogramms, der komplette Schaltwerkskäfig inklusive Kupplung, einzelne Schaltröhrchen oder der hintere Schenkel des Schaltwerkskäfigs lassen sich einzeln nachkaufen. Und übrigens, die sind auch kompatibel zu allen anderen Transmission-Antrieben, die es schon auf dem Markt gibt. Zur Markteinführung waren auch da die Preise für die Ersatzteile relativ hoch. Mittlerweile hat sich das auf ein fairen Niveau eingependelt. Bleibt also die Frage zu klären, wie die neue Eagle 90 Transmission-Schaltung auf dem Trail funktioniert. Zünden die theoretischen Vorteile der Transmission-Antriebe auch in der neuen mechanischen Version? Durch die beidseitige Abstützung des Schaltwerks am Rahmen ist auch die mechanische Version so steif, dass Gangwechsel und der Last deutlich besser funktionieren als bei herkömmlichen Schaltungen. Man kann die Gänge hier zu jeder Zeit wechseln, ohne den Pedaldruck reduzieren zu müssen. Vor allem der Wechsel in einem schwereren Gang wird von herkömmlichen Schaltungen mit ordentlichem Krach im Gebälk und einem kurzen Leerwinkel belegt. Das Problem gibt es bei den Transmission-Antrieben auch in der mechanischen Version nicht. Technisch gesehen liegt ein Grund dafür in der Bauart der Kassette.
Die mechanische Eagle 90 Transmission Schaltung hat gar keine eigene Kassette oder Kette, sondern bedient sich hier aus dem Portfolio der elektronischen GX-AXS Eagle Transmission Schaltung. Wenn man sich das Zahnprofil der Ritzel der Kassette anschaut, merkt man, dass die Zähne ein leichtes Narrow-Wide-Profil haben, wie man das auch vom Kettenblatt kennt. Zwar nicht ganz so stark ausgeprägt, aber die Kette kann tatsächlich nur in einer definierten Position auf ein Ritzel einrasten. Und das ist der Schlüssel für die hohe Schaltqualität unter Last. Denn die Kette kann deshalb nur in ganz klar definierten Korridoren, die dann auch dafür optimiert sind, den Gangwechsel zwischen den Ritzeln vollziehen. Was auffällt, ist, dass der Gangwechsel bei der mechanischen Version schneller funktioniert als bei der elektronischen Version. Der 1:1 Vergleich lässt hier keine Fragen mehr offen. Die schnellen Gangwechsel und auch das haptische Feedback, das der mechanische Hebel liefert, finde ich nach wie vor geil. Dagegen fällt das Drücken eines elektronischen Schaltknopfs fast schon etwas unemotional aus. Ganz so hart und knackig, wie man das von alten SRAM-Schaltungen kennt, ist der Schaltvorgang hier aber nicht mehr. Ich kann mit dem Schalthebel entweder 2 Gänge gleichzeitig nach oben oder einen Gang nach unten schalten. Und das funktioniert auch einwandfrei. Wenn ich den Schalthebel jetzt im Staccato-Takt penetriere, um die ganze Kassette durchzuschalten, dann leidet die Schaltqualität darunter. Und das ist auch der Grund, warum SRAM die Schaltgeschwindigkeit bei der elektronischen Version etwas reduziert hat. Denn das Hauptaugenmerk ist hier tatsächlich, dass die Schaltung auch unter Volllast funktioniert. Laut SRAM entfallen sowieso 88% aller Schaltvorgänge auf einen einzelnen Gangsprung. In nur 9% der Fällen wechselt man mit einem Schaltvorgang 2 Ritzel. Und dahingehend muss man die Schaltgeschwindigkeit zwischen elektronischer und mechanischer Transmission-Schaltung wieder etwas relativieren. Denn wenn man der elektronischen Schaltung genau auf die Finger schaut, dann merkt man, dass der erste Gangsprung deutlich schneller funktioniert als alle anderen, die darauf folgen. Und das macht SRAM ganz bewusst, um die maximale Schaltperformance zu gewährleisten. Man kann aber auch sagen, dass im sportlichen Sinn der Fahrer hier etwas bevormundet wird. Wie auch immer, bei der mechanischen Version ist man vollkommen selbst Herr der Lage, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Bei der elektronischen Version können minimale Toleranzen zwischen den Bauteilen mit der Micro-Adjust-Funktion am Schalthebel nachjustiert werden. Bei der mechanischen Version muss ganz klassisch die Zugspannung eingestellt werden. Das bleibt einem auch trotz neuen Transmission-Standard nicht erspart. Außerdem haben wir jedes Bauteil der neuen Eagle 90 Transmission Schaltung auf die Waage gelegt. Insgesamt kommt die komplette Schaltgruppe auf ein Gewicht von 2054 Gramm und damit ist sie 50 Gramm schwerer wie die elektronische und auch teurere SRAM GX Eagle Transmission Schaltung. Wen die einzelnen Gewichte der einzelnen Bauteile interessieren, der findet die in einer Tabelle auf bike-test.com. Den Artikel dazu haben wir euch unten verlinkt. Vergleicht man das Gewicht mit dem Hauptkonkurrenten Shimano, merkt man, dass der etwas leichter unterwegs ist. Eine komplett vergleichbare Shimano XT-Schaltung ist in etwa 150 Gramm leichter. Und das Gewicht der neuen Eagle 90 Transmission Schaltung liegt genau zwischen den Gewichten der Deore und SLX Schaltgruppen. Die Wertigkeit der Bauteile ist vergleichbar mit der SRAM GX AXS T-Type Schaltungen. Kassette und Kette sind ohnehin identisch und beim Schaltwerk ist auch dort das Gehäuse für die Dämpfungskupplung oder die Aufhängung für das Parallelogramm aus faserverstärktem Kunststoff. Und es wird sogar die identische Kupplung hier im Inneren verwendet. Die günstigere mechanische Eagle 70 Transmission Schaltung bekommt hier bei der Kupplung ein kleines Downgrade in Form einer günstigeren Bauart. Glänzende und polierte Flächen wie bei den Shimano XTR-Gruppen oder auch den Top-Gruppen der XX oder XO findet man hier nicht. Und auch die Kassette ist nicht aus einem Block gefräst, wie man das von den Top-Gruppen von SRAM kennt. Mit dem Blick auf die Gewichte und die Wertigkeit wird klar, dass SRAM diese Schaltgruppe unterhalb seiner eigenen Top-Gruppen platziert und in etwa auf dem Niveau der SRAM GX Eagle Transmission Schaltungen eingliedert. Die Kassette, die Kette oder auch das Kettenblatt und die Kurbel sind aber mit den teureren Schaltgruppen von SRAM kompatibel. Wer will, kann sich also auch eine individuelle, leichte mechanische Schaltgruppe zusammenbauen. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein wichtiger Punkt.
Solltest du wirklich überlegen, dein Bike abzudaten, checke genau, ob dein Bike auch den UDH-Schaltaugenstandard hat. Ohne diesen Schaltaugenstandard kannst du die Schaltung nämlich nicht montieren. SRAM schafft es, seine Transmission-Technologie mit der Eagle 90 Transmission in attraktive Preisbereiche durchsickern zu lassen. Und das freut auch diejenigen Biker, die eine zeitgemäße Schaltung wollen, aber keinen Bock auf ein elektronisches Bauteil am Mountainbike haben. Denn die Eagle 90 Transmission vereint die Vorteile, die man von den elektronischen Schaltungen kennt, in ihrer mechanischen Schaltgruppe. Sie ist robust, lässt sich leicht montieren und braucht keine filigrane Einstellung. Beim Gewicht setzt man keine neue Bestmarke. Und dennoch dürfte der Hauptkonkurrent Shimano mächtig unter Druck gesetzt werden. Denn die Japaner ruhen sich schon ziemlich lange auf ihren Lorbeeren im Bereich der Schaltung aus. Wir sind auf den Konterschlag gespannt.